Herr Gemse, ich freue mich, dass wir uns bei Ihnen heute im Labor direkt treffen können. So bekommen unsere Zuhörer auch gleich einen optischen Eindruck vom C-Bond, eine Anlage, die die PVA TePla zusammen mit dem IFW Jena entwickelt hat. Es geht hierbei grundsätzlich um das Thema Diffusionsschweißen. Können Sie vielleicht grundsätzlich so ein bisschen was erläutern zu diesem Prozess? Ja klar, sehr gerne. Das Diffusionsschweißen ist eine Fügetechnik, bei der die Bauteile unter einem definierten Druck und bei einer erhöhten Temperatur stoffschlüssig verbunden werden, wobei wir allerdings unter der Schmelztemperatur, also im festen Zustand bleiben. Das Besondere daran ist, dass wir keine Zusatzwerkstoffe benötigen, also keinen Klebstoff oder kein Lot. Die Verbindung passiert ausschließlich durch den Austausch von Atomen zwischen den Fügepartnern, sodass wir am Ende eine flächige Verbindung haben, die vergleichbare Eigenschaften wie der Grundwerkstoff hat, insbesondere hinsichtlich Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Im Prinzip gibt es diesen Herstellungsprozess ja schon sehr lange. Warum musste nun ein neuer Anlagentyp entwickelt werden und was sind die besonderen Prozesseigenschaften beim C-Bond? Ja, also stimmt, das Diffusionsschweißen gibt es schon seit den 1960er Jahren. Man hat sich aber seitdem natürlich stetig weiterentwickelt und wurde optimiert. Heute finden Diffusionsschweißprozesse fast ausschließlich im Vakuum statt, vor allen Dingen um die Oxidation der Fügeflächen zu vermeiden, die sonst Fehler verursachen würden. Nun weiß jeder, der eine Thermoskanne kennt, dass das Vakuum ein schlechter Wärmeleiter ist. Das heißt, die einzige Chance, um Bauteile zu erwärmen im Vakuum, ist durch Wärmestrahlung. Die findet aber effektiv erst oberhalb von 500 Grad Celsius statt. Und wir brauchen für das Diffusionsschweißen von Aluminium eben genau den Bereich um die 500 Grad Celsius. Das heißt, es war immer schon ein Problem, die Wärme gleichmäßig und effektiv ins Bauteil zu kriegen. Mit dem C-Bond-System haben wir jetzt ein einsatzreifes Heizsystem, das die Wärme durch die Pressplatten, also durch Wärmeleitung in die Bauteile bringt. Das geht deutlich schneller und effektiver und auch noch gleichmäßiger, sodass wir hier wertvolle Prozesszeit einsparen und natürlich auch einen geringeren Stromverbrauch haben. Was würden Sie sagen, für welche Anwendungen und Kundengruppen ist der C-Bond von besonderer Bedeutung? Das C-Bond-System ist ideal für plattenförmige Bauteile, also Teile mit einer großen Grund- und Deckfläche. Der Ofen an sich ist grundsätzlich konzipiert für Aluminium, sind aber auch andere Metalle wie zum Beispiel Kupfer oder Titan denkbar. Diffusionsschweißen insgesamt ist relevant für großformatige Bauteile mit komplexen Innenstrukturen, die auf eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Genau, das heißt, dabei haben wir den Vorteil, dass wir also den Vorteil im Vergleich zu konventionellen Fügeverfahren wie dem Löten oder den Kleben, dass wir deutlich kleiner bauen können bei gleicher Leistung, also Kanäle enger zusammenbringen können und dass wir eine höhere Korrosionsbeständigkeit haben. Anwendungen dafür heute sind vor allem der Leichtbau, aber auch Spritzgusswerkzeuge und natürlich insbesondere Komponenten für das Wärmemanagement. Das heißt zum Beispiel Wärmetauscher für die Wasserstoffproduktion oder die Gasverflüssigung oder eben Kühlkörper, im Englischen auch Heatsinks genannt, für die Mikroelektronik. Darüber hinaus ist für die Zukunft denkbar Anwendungen in der Batterietechnik und vielleicht auch im Bereich der Meerwassereinsatz. PVA TePla betreibt ein eigenes Kompetenzzentrum für das Diffusionsschweißen. Was glauben Sie, welche Vorteile das bringt für den Kunden, dass die PVA TePla solch ein Zentrum hat? Also erstmal hat sich die PVA TePla ja in der Vergangenheit als eine Technologieführerschaft im Bereich des Diffusionsschweißens aufgebaut. Großer Vorteil ist, dass unter dem Dach der PVA nicht nur der Anlagenbau, sondern auch ein Fügetechnik-Dienstleister vereint ist, sodass die gesammelte Erfahrung aus beiden Bereichen dem Kunden zur Verfügung stehen. Das beginnt schon mit der Frage, was für einen Ofen brauche ich eigentlich, wenn ich ein konkretes Produkt herstellen will, und endet am Ende damit, dass man nicht nur die Anlage, sondern eben auch schon einen fertigen Diffusionsschweißprozess erwerben kann. PVA ist eines der wenigen Unternehmen, die eben nicht nur die Maschine, sondern eben auch den Prozess dazu liefern, sodass der Kunde nicht erst nach Lieferung der Maschine den für sich selber entwickeln muss. Können Sie vielleicht noch etwas näher auf die besonderen Herausforderungen bei der Entwicklung des Prozesses eingehen? Ja klar. Das Diffusionsschweißen ist natürlich ein komplexer Prozess mit einer Vielzahl an Stellgrößen, die ich aufeinander abstimmen muss. Die wesentlichsten sind natürlich die Temperatur, die Presskraft und die Schweißzeit. Aber dazu kommt natürlich das Aufheizen, das Abkühlen, die Art und Weise, wie ich die Presskraft aufbringe. Und das alles ist bauteilabhängig. Das heißt, es kommt darauf an, welchen Werkstoff ich schweiße und wie die Oberflächen zum Beispiel beschaffen sind. Aus der Erfahrung, die wir gesammelt haben und die natürlich auch die PVA TePla selber besitzt, gibt es schon Basisparametersätze, die man mit dem System bekommen kann, auf die man zurückgreifen kann und auf die man aufbauend dann seine
seinen eigenen Prozess noch optimieren kann. Ja. Wir werden sehr, sehr häufig auf das Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz natürlich angesprochen. Ja. Sehen Sie bei dieser Technologie besondere Vorteile hinsichtlich dieser Themen für die Kunden? Natürlich, Diffusionsschweißen ist das grüne Verfahren, Fügeverfahren schlechthin. Wir haben keine gefährlichen Chemikalien, wir haben keine Abgase, keine Lotlegierungen aus kritischen Quellen oder ähnliches. Ernsthaft, es gibt beim Diffusionsschweißen zwei Ebenen. Das einmal sind die Bauteile an sich, die ja immer dann zum Einsatz kommen, wenn ich Gewicht einsparen will, wenn ich auf lange Lebensdauer auslege, sodass ich das Produkt oder das Bauteil selten austauschen muss. Natürlich bietet dir das Fehlen eines Zusatzwerkstoffs deutliche Vorteile beim Recycling eines diffusionsgeschweißten Produktes. Die zweite Seite ist die Verfahrensebene. Natürlich brauche ich elektrische Energie, aber wie wir gerade am Sibond-System sehen, gibt es erfolgreiche Bestrebungen, den Energiebedarf einzuschränken. Wir sparen hier mit unserer Anlage 20% an Prozesszeit und bis zu 30% an elektrischer Energie im Vergleich zu einer konventionellen Ofenanlage. Ja. Das heißt, Diffusionsschweißen ist ein nachhaltiger Prozess, insbesondere mit dem Sibond-System. Ja. Vielen Dank, Herr Gemse. Sehr gerne.